Die Geschichte beginnt an einem warmen, sonnigen Nachmittag an einem ruhigen Strand, während Jubelrufe den Frieden stören. Alle richteten ihren Blick auf das Meer und sahen ein Känguru, das im tiefen Wasser kämpfte. Niemand weiß, wie er ins Meer fiel, aber die gefährliche Situation ließ sie nicht zögern. Eine Gruppe Einheimischer koordinierte sich schnell, mehrere Menschen stürzten ins Wasser und kämpften mit den Wellen, um ihn an Land zu ziehen. Das Känguru lag regungslos, sein Körper war nass, die Augen geschlossen. Sie wickelten ihn in einen großen Schal, um ihn warm zu halten, eine andere Person drückte sein Ohr vorsichtig an seine Brust, um sicherzustellen, dass sein Herz noch schlug. Nachdem er vorübergehend erste Hilfe geleistet hatte, begann er sich leicht zu bewegen, seine Augen öffneten sich und ließen alle vor Freude schreien. Unter den Anwesenden beschloss eine junge Familie, ihn nach Hause zu holen, um sich um ihn zu kümmern. Unterwegs wickelte das junge Mädchen der Familie das Känguru sorgfältig in eine warme Decke, damit es warm blieb. Doch das Unerwartete geschah: Aus Panik löste er sich plötzlich von der Hand des Mädchens, sprang herunter und verschwand im Gebüsch am Straßenrand. Der Familie tat es sehr leid, sie versuchten den ganzen Nachmittag, nach ihm zu suchen, aber er verschwand mitten in der Wildnis. Ein paar Tage vergingen, als die Familie die Hoffnung, ihren Onkel wiederzusehen, schon fast aufgegeben hatte, sah das Mädchen zufällig eine bekannte Gestalt vor der Tür auftauchen. Es ist ein Känguru, er stand da, sein Blick war misstrauisch, aber er beobachtete deutlich das Haus. Das Mädchen war glücklich und streckte ihm sanft die Hand entgegen, um ihn hereinzurufen, aber er erschrak, wandte sich ab und rannte davon. Unbeirrt glaubt das Mädchen, dass im Herzen des Kängurus immer noch ein gewisses Vertrauen in die Menschen steckt, die sie gerettet haben. Am nächsten Tag erschien er erneut und beobachtete schweigend die Familie. Niemand kam näher, sondern ließ ihn ruhig seine eigene Entscheidung treffen. Langsam und Schritt für Schritt nahm das Känguru den Mut auf, das Haus seines Gönners zu betreten. Als er näher kam, hoben sie ihn glücklich hoch und umarmten ihn. In diesem Moment brach die ganze Familie vor Glück aus. Diesmal leistete er keinen Widerstand, schien aber ihren Schutz angenommen zu haben. Allmählich kam das Känguru oft zu Besuch. Jedes Mal, wenn er kam, wurde er von seiner Familie wie ein alter Freund empfangen. Leckeres Essen, ein warmer Ort zum Liegen und liebevolle Streicheleinheiten. Obwohl er nie lange blieb, waren seine Augen jedes Mal, wenn er zurückkam, weniger vorsichtig, sondern durch Frieden und Vertrauen ersetzt worden. In einer Welt voller Distanz reicht ein wenig Liebe aus, um unvergessliche Verbindungen zu schaffen. Für die Familie ist die Betreuung nicht nur eine Hilfe für ein Tier in Not, sondern auch eine kleine Freude im Alltag. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, der Geschichte zu folgen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.